Abend bei Bürgeranwalt. Immer wieder melden sich bei der Volksanwaltschaft oder auch bei uns Menschen, die als Kinder in Internaten, in Heimen, in Schulen oder in anderen Anstalten Opfer von Missbrauch und Gewalt geworden sind. Da geht es meist um die Zeit von den 40er bis weit in die 90er Jahre. Für sie gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit, eine finanzielle Entschädigung und eine sogenannte Heimopferrente zu bekommen. Aber die sich bei der Volksanwaltschaft melden, tun das meistens deswegen, weil sie aus Gründen, die sie nicht nachvollziehen können, leer ausgehen sollen. Etwa ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Bundestaubstummeninstituts in Wien-Speising. Zumindest hat man das früher so genannt. Wir werden gleich mit Volksanwalt Bernhard Achitz darüber diskutieren, warum das so ist. Guten Abend, Herr Volksanwalt. Schönen guten Abend. Markus Breselmeier hat sich mit gehörlosen Personen getroffen, die ihm von ihrer Kindheit und Jugend in diesem Institut erzählt haben. Und Sie werden im Zuge des Berichts auch gleich ein paar Archivaufnahmen aus den 60er Jahren sehen. Und wir halten an dieser Stelle fest, dass wir den gezeigten Personen, die sich damals für Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt haben, weder unterstellen wollen, Täter noch Opfer gewesen zu sein. Oder die Schultasche wurde auf die Hände gelegt und die Leute mussten mit gestreckten Händen die Schultasche tragen. Ja? Oder einfach eine Ohrfeige mit der Hand oder es wurde an den Haaren gezogen oder am Hinterkopf geschlagen. Oder beim Essen. Wenn jemand kein Essen wollte, dann mussten die Leute das essen. Sie wollten es nicht. Dann mussten sie das einfach zu sich nehmen. Und wenn sie es erbrochen hatten, dann mussten sie auch das essen. Den Schülerinnen und Schülern war es damals verboten, die Gebärdensprache zu verwenden. Diese Archivaufnahmen zeigen die Kinder beim Erlernen der sogenannten Lautsprache. Reines Lippenlesen statt Gebärdensprache. Das war damals üblich. Das ist wirklich ein Sprachentzug. Das heißt, für die Menschen und für das Denken hat das Konsequenzen, negative Konsequenzen. Und Unterrichtsinhalte können nicht verstanden werden. Auch wenn die Lehrerin zur Tafel sich umdreht und dort weiter spricht, ja, dann sieht man ja den Mund nicht mehr. Das ist schon, und der Grund ist, dass zur damaligen Zeit man geglaubt hat, wenn jemand Gebärdensprache verwendet, dann würde die Lautsprachentwicklung hinten bleiben. Und das stimmt nicht. Ob auch jene Personen, die auf diesen Archivaufnahmen der 60er Jahre zu sehen sind, misshandelt haben oder misshandelt wurden, ist nicht bekannt. Die Arbeit des Lehrers ist an sich schwer und verantwortungsvoll. Der Taubstummenlehrer hat noch eine sehr, sehr mühevolle zusätzliche Arbeit zu leisten. Das Normalkind kommt mit einer fertigen Sprache in die Schule. Der Taubstummenlehrer muss sich diese Sprache erst schaffen. Auch Dagmar Brunner aus Niederösterreich hat viel zu erzählen von ihrer Zeit im Taubstummeninternat Speising. Auch wenn es der 52-Jährigen schwerfällt, denn sie ist traumatisiert. Wir sind geschlagen worden, die Matratze war nass, ja, da haben wir Angst gehabt, die war voll nass. Ja. Und wenn das ist, musste ich bei den Buben draußen schlafen. Dann habe ich wieder geweint und habe wieder Angst gehabt. Dann hat es geheißen, nein, du schlafst da draußen. Niemand hat mich beruhigt, die haben die Tür zugeworfen und waren böse auf mich. Ja. Auch die Lehrer waren heftig. Frau Brunner erinnert sich an die Unterrichtsmethoden im ehemaligen Taubstummeninstitut, die nicht nur sie als unangenehm empfunden hat. Heute, komm Walter,
Heute ist Samstag. Dann waren wir immer ganz nah, Gesicht an Gesicht, ja. Dann hat man fühlen müssen, den Atem, ja. Das war unangenehm, ja. Dann sind wir angegriffen worden, das R und das Ö, ja. Das war neben dem Spiegel, da war auf der einen Seite der Spiegel, ja. Und das war wahnsinnig anstrengend, ja. Also das war wirklich nicht lustig. Besonders schlimm hat Dagmar Brunner die Erzieherinnen in Erinnerung, die von den Kindern stets gefürchtet gewesen seien. Dann hat die Erzieherin dann so am Tisch hingeklopft und mit dem Kleiderbügel, ja, ich habe dann immer zugeschaut, weil ich habe mich davor gefurchten, ja, und ein Mädchen, weiß ich nicht, was da bei der Aufgabe war, hat sie mit dem Kleiderbügel auf die Finger geschlagen, ja, und da hatte ich Angst. Ich habe dann geweint, ja, und das Zweite, es war dann in der Schule. Da hat ein Bub seine Aufgaben nicht so gut lösen können, der ist hingeklopft am Hinterkopf. Ja, musste auch in die Ecke gehen. Die Kinder hatten alle Angst. Seit dem Jahr 2017 gibt es als Entschädigung für Misshandlungen in Heimen die sogenannte Heimopferrente. Wer zwischen 1945 und 1999 in einem Heim, Internat, einer Krankenanstalt oder einer Pflegefamilie Opfer von Gewalt geworden ist, hat einen Anspruch auf eine monatliche Rente von derzeit knapp 370 € pro Monat. Betroffene, die vom Träger der jeweiligen Einrichtung eine Entschädigungszahlung bekommen haben, erhalten die monatliche Rente automatisch. Zahlt der Träger nicht, entscheidet die Rentenkommission der Volksanwaltschaft, ob eine Heimopferrente zusteht. Seit dem Jahr 2017 zahlt das zuständige Bildungsministerium keine Entschädigungen mehr aus, im Gegensatz zu den Bundesländern. In Speising und in Kaltenleutgeben, das sind ja zwei Heime, ja. Und bei beiden ist der Bund der Träger. Das heißt, das ist ja in der Verantwortung der Bundespolitik, ja. Nur die Bundespolitik ist nicht bereit, diese Entschädigung zu bezahlen. Das ist eine Bundesgeschichte, ja. Ja. Und beim Land Salzburg, die zahlen die Entschädigung. Oberösterreich zahlt. Auch Dagmar Brunner hat für die erlittene Gewalt weder eine Entschädigung noch eine Entschuldigung erhalten. Es ist ja noch immer im Kopf, das ist nicht weg. Ja? Also ich vergesse dann, aber die Erinnerung daran kommt immer wieder. Die haben mich ausgelacht, ja? Die haben mich gelacht. Früher war das halt so, ja, jetzt bist du groß und du bist stark. Ja, und ja, du bist jetzt groß und stark. Ja, hallo, ist alles vorbei, ist ja vorbei. Wie viele Menschen hier im Bundestaubstummeninstitut in all den Jahrzehnten Opfer von Gewalt geworden sind, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Viele Betroffene erwarten eine Entschädigung. Die vielen negativen Erinnerungen an Speising, sie werden aber auch dann für die Betroffenen immer mit Schmerz verbunden sein. Über diese Kritik hätten wir natürlich gerne mit Vertretern des Bildungsministeriums gesprochen, die wir auch eingeladen haben in die Sendung. Da wollte niemand sich der Diskussion mit dem Herrn Volksanwalt stellen. Mein Kollege Markus Preselmeier hat eine schriftliche Stellungnahme bekommen, die er dann kurz vortragen wird. Genau. Herr Volksanwalt, jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere Zuschauer denken, naja, ich bin in der Schule ja auch möglicherweise an den Haaren gerissen worden, habe in der Ecke stehen müssen, bin vielleicht geschlagen worden. Für Misshandlungen in Schulen gibt es aber keine Entschädigungsansprüche. Nein, bei den Entschädigungen, von denen hier die Rede ist, geht es um Entschädigungen für Unterbringungen in Heimen. Und all die Menschen, die sich hier beschwert haben und bei uns um eine Heimopferrente angesucht haben, die waren dort im Internat untergebracht. Und es geht darum, dass es eine staatliche Institution war, wo die Betroffenen besonders ausgeliefert waren, keine Möglichkeit hatten, da die Schule zu wechseln. In Internatsform etwa. Genau. Und also es geht um Heime und es geht um Internate und diese sogenannten taubstummen Anstalten wurden fast ausschließlich in Internatsform geführt. Versuchen wir noch kurz eine Begriffsklärung. Jetzt sind zwei Begriffe öfter gefallen. Eine Entschädigung, die man als Opfer von Gewalt kriegen kann, die man in der Kindheit erlitten hat, und eine Heimopferrente. Was ist was? Die Heimopferrente ist eine Geste der Anerkennung des Staates und der Politik,
wo man gesagt hat, ja, wir haben festgestellt, dass speziell im Zeitraum zwischen 1945 und 2000 viele Menschen, die damals in Jugendeinrichtungen untergebracht waren, Gewalt erfahren haben. Und daher hat man gesagt, alle, die belegen können, dass sie in einer derartigen Einrichtung untergebracht waren und dort Gewalt erfahren haben, die strafrechtlich relevant ist, bekommen diese Heimopferrente, wenn sie dann einmal aus dem Arbeitsleben ausscheiden, aus welchem Grund auch immer. Also entweder in Alterspension gehen oder erwerbsunfähig sind. Oder Das sind diese 367 Euro Genau. derzeit pro Monat. Und dann gibt es noch Entschädigungen, die offenbar auch ausbezahlt worden sind. Genau, diese Geste der Anerkennung ersetzt aber nicht den Schadenersatzanspruch, den man grundsätzlich hat. Und jetzt sind Schadenersatzansprüche so lange Zeit später im Normalfall nicht mehr durchsetzbar. Aber viele Institutionen, die solche Heime betrieben haben, haben gesagt, okay, wir erkennen an, dass das damals besonders drastische Situationen waren und wir erkennen an, dass das natürlich einen Einfluss aufs weitere Leben gehabt hat und wir können das alles nicht mehr gut machen. Und obwohl Schadenersatzansprüche eigentlich schon verjährt wären oder nicht beweisbar sind, gewähren wir Entschädigungszahlungen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass da Misshandlungen vorgekommen sind. Höhe bis 30.000 Euro habe ich Ja, gehört. genau. Hängt davon ab, was vorgefallen ist. Und jetzt ist es so, dass es so Taubstummenanstalten nicht nur in Wien gegeben hat, sondern beispielsweise auch in Salzburg. Und wenn ich in Salzburg in einer taubstummen Einrichtung war und dann eine Heimopferrente beantrage bei der Volksanwaltschaft, dann prüfen wir, war diejenige dort im Internat untergebracht und ist ihm Gewalt widerfahren. Wenn das so ist, empfehlen wir die Zuerkennung einer Heimopferrente. Und Salzburg hat gesagt, wenn die Volksanwaltschaft das geprüft hat und Gewaltvorfälle dokumentiert sind, dann übernehmen wir das und zahlen den Leuten eine Entschädigung. Zusätzlich zur Heimopferrente. Zusätzlich zur Heimopferrente, eine Einmalzahlung, einen pauschalierten Schadenersatz. Und über die reden wir jetzt. Über das reden wir. Das zahlt der Betreiber der Einrichtung. Und in Salzburg war eben das Land Salzburg Betreiber der Taubstummenanstalt. In Innsbruck das Land Tirol. Andere sind von kirchlichen Einrichtungen betrieben worden und die Taubstummeneinrichtungen in Wien-Speising und Kaltenleutgeb waren Bundesanstalten. Das heißt, da wäre an sich der Bund, konkret jetzt das Bildungsministerium, zuständig, als Betreiber zusätzlich zur Heimopferrente diese Entschädigungszahlung zu leisten. Und da haben wir jetzt im Beitrag gehört, dass man mit den Bundesländern durchaus zufrieden war und mit dem Bund nicht so sehr. Und wir haben das Bildungsministerium gefragt, was man zu dieser Kritik sagen kann. Ja, da hat man geschrieben, dass man sich grundsätzlich der Tatsache bewusst sei, dass es in der Vergangenheit in Einzelfällen zu Übergriffen und Misshandlungen gekommen ist. Und man hat deshalb im Jahr 2012 gemeinsam mit dem Weißen Ring ein Projekt gestartet, um diese Menschen zu entschädigen. Allerdings nur zeitlich begrenzt bis zum Jahr 2017. Man verweist dann darauf, Zitat, das bedeutet, dass keine weiteren Personen in das Förderprogramm aufgenommen wurden. Ja, und man verweist dann letztlich auf die Möglichkeit, bei der Volksanwaltschaft eine Heimopferrente zu bekommen. Was heißt das bis zum Jahr 2017? Gibt es da irgendeine Stichtagsregelung? Naja, wie die Misshandlungsvorwürfe aufgekommen sind. Da hat es ja einen relativ großen Skandal gegeben. Und dann haben sich eben viele Betreiber dazu durchgerungen, obwohl schadenersatzrechtlich nicht mehr durchsetzbar wäre, diese Entschädigungen zu zahlen. Und zusätzlich hat die Politik dann beschlossen, auch noch diese Heimopferrente zu zahlen. Und die Entschädigungen bezahlt haben, sind immer davon ausgegangen, dass, weil das jetzt so ein Skandal ist, sich die Betroffenen ganz schnell melden werden und das in 2, 3, 4 Jahren erledigt ist. Dann haben sich alle gemeldet, dann hat man die Entschädigungen bezahlt und dann ist das vorbei. Das hat sich aber als großer Irrtum herausgestellt. Wir haben jetzt immer noch Fälle, die sagen, ich habe erst neu davon erfahren, mir ist das auch passiert, ich wende mich an die Volksanwaltschaft. Oder die sagen, ich habe jahrelang mit mir gerungen, ob ich diese ganze schlimme Geschichte wieder aufwärmen soll, ich wende mich erst jetzt an die Volksanwaltschaft. Das heißt, das ist auch der Appell, sich an die Volksanwaltschaft zu wenden. Und dann kann man schauen, dass man zusätzlich zur Heimopferrente eine Entschädigungszahlung vom Bund jetzt auch bekommen kann.
Genau, bitte rufen Sie uns an. 0800 223 223 ist die Telefonnummer oder Sie gehen auf die Website der Volksanwaltschaft www.volksanwaltschaft.at und nehmen das Beschwerdeformular. Wir behandeln diese Fälle. Gut, dann werden wir weiter beobachten, was sich da jetzt in der Volksanwaltschaft nach dieser Sendung noch tut und würden natürlich gern berichten, dass es zu Zahlungen, zu Entschädigungszahlungen bei gehörlosen Menschen gekommen ist, die in ihrer Kindheit Opfer von Gewalt geworden sind. Wir bleiben an der Sache dran.